Hallo ihr Lieben! So, dieses Video ist ein bisschen mal was anderes als sonst, und zwar ist das Video ein Teil eines Bloghops vom Designteam von Love from Lizzy. Und zwar hat Lizzy neue Peel-Off-Sticker rausgebracht und ich muss euch das jetzt gleich mal so in voller Regenbogen-Order zeigen, weil schaut mal, wie schön. Und zwar hat ja Lizzy diese geraden Sticker immer auch gehabt und ein paar andere, und jetzt ist sie da mit diesen neuen Stickern. Die sind jetzt rausgekommen. Also jetzt, wo ihr dieses Video seht, könnt ihr die dann bestellen, wenn ihr mögt. Und ich gehe mal ganz kurz die Farben durch, damit ihr da mal wisst, was das überhaupt für Farben wären. Es wird natürlich in diesem Video alles verlinkt. Es wird auch noch ein Gewinnspiel geben. Dazu werde ich euch später noch mehr sagen. Aber ich denke mal, wir machen jetzt mal eines nach dem anderen. Also, wir haben hier einmal Clear Pink Iridescent Glitter. Das sind die Sway Red Mirror. Das ist auch Sway am Anfang. Sway Gold Mirror Sticker. Dann haben wir die Sway Gold Sticker. Die Sway Gold Glitter Sticker. Die Sway Green Mirror Sticker. Die Sway Teal Mirror Sticker. Sway Ice Blue Mirror Sticker. Entschuldigt meine Aussprache. Die Sway Silver Glitter Sticker. Die Sway Silver Mirror Sticker. Und die Sway Silver Sticker. Und dann haben wir hier noch die Sway Clear Iridescent Sticker. Die sind einfach transparent und glitzern. Dann haben wir die Sway White Sticker und die Sway Black Sticker. Ihr könnt von jetzt an, heute haben wir den 3. Mai, bis zum 6. Mai, Mitternacht englische Zeit, bei Lizzy Peel-Off-Sticker bestellen. Und zwar nicht nur die neuen, sondern auch von den alten. Solange Vorrat da. Wenn ihr 20 Bogen bestellt, ab 20 Bogen habt ihr diese Sticker versandkostenfrei. Es gilt nur für Peel-Off-Sticker, weil das sonst nicht möglich wäre wegen den Versandkosten. Weil wenn ihr noch andere Sachen dazu bestellt, muss Lizzy das anders verpacken und dann kann sie das nicht umsonst schicken. Das heißt, es bezieht sich wirklich nur auf die Peel-Off-Sticker und es müssen auch mindestens 20 Bogen bestellt werden, aber dafür hat man die dann versandkostenfrei zugeschickt. Es war so, Lizzy hat das schon einmal gemacht. Damals war es relativ schnell, waren ganz viele Sticker begrenzt oder teilweise dann auch ausverkauft. Deshalb sage ich das jetzt gleich zu Beginn des Videos, dass diejenigen unter euch, die gerne mal solche Peel-Off-Sticker sich kaufen möchten, sich einen kleinen Vorrat anlegen möchten, dass ihr das tun könnt. Ich finde es toll, dass sie das anbietet. Wie gesagt, einfach nur die Peel-Off-Sticker. Es wurde jeder von uns im Designteam gebeten, doch eine Karte mit den neuen Peel-Offs zu basteln, um die einfach so ein bisschen zu zeigen, was man damit so machen könnte. Und ich habe mir gedacht, ich verbinde das mit einem kleinen Mini-Tutorial, weil ich wurde ganz häufig doch schon wieder angefragt, ja, wie ich den Schüttelkarten mache oder wie man das machen könnte. Das ist eine Variante. Ich habe hier, damit es nicht zu lange jetzt dauert, schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier eine quadratische Grundkarte. Ich habe Spezialpapier. Das habe ich aus einem Spezialpapierpack von Lizzy. Ich verlinke euch das, falls euch das interessieren sollte. Und ich habe aus dem MyKit, ein Stück Designpapier noch
über und habe hier ein Quadrat ausgestanzt. Ich habe ebenfalls aus dem MyKit dieses Herz ausgestanzt mit der Stanze, die da im Kit drin war. Ich habe hier ein bisschen Acetatfolie. Ich glaube, das ist sogar Folie von einer alten Verpackung. Und ich werde verwenden die schwarzen Sway Peel-Off-Sticker. Ich finde die so schön. So, also als erstes klebe ich mir mal dieses schon zugeschnittene auf meine Grundkarte. So. Dann bereite ich mir hier dieses Shaker-Element vor. Ich benutze hier Flüssigkleber. Auf die Innenseite gebe ich davon was. Dann dieses Sheet. Ich lasse das jetzt ein bisschen antrocknen. Als nächstes arbeite ich hier mit doppelseitigem Schaumklebeband. Das gebe ich mir hier um dieses Innenteil. Schauen, dass es hier schön abschließt, damit da nichts rauskullert nachher aus der Karte. Und dann gebe ich mir hier noch ein bisschen was hin. Hier rein gebe ich Pailletten. Mitte. So. Dann gebe ich mein Fenster, versuche das möglichst zentriert zu machen. So. Andrücken. Klebe ich noch dieses Herz darauf. So. Und so sieht ja die Karte schon ganz nett aus. Aber jetzt zeige ich, wie man daraus jetzt, wie ich finde, einfach noch das gewisse Etwas rausholt. Die Karte so sieht nett aus. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja diese Lieblingsstanze, die habe ich auch schon in Videos verwendet, wo dieser gewellte Rand nach innen geht. Und das simuliere ich hier jetzt einfach. Also ich lege mir dieses Sticker hier an. Und werde das einmal und ihr seht auch, man braucht nicht viel von diesen Stickern und die kleben wirklich sehr, sehr gut. Also das ist mir halt immer wichtig, wenn ich sowas verschenke, dass der Beschenkte nicht dass sich die nicht lösen.
So. Wir haben ja hier auch wie immer bei Lizzie 3 verschiedene Dicken. Das heißt, ich werde jetzt hier von den mittleren mir was nehmen und an dem Rand und ich überlege jetzt noch, ob ich da außen mir auch noch einen Rand setze. Man kann übrigens auch den Rand nach außen drehen. Dann hat man so eine gezackelte Linie. Ich glaube, das mache ich hier sogar. Das sieht nämlich irgendwie noch witzig aus, wenn da die äußerste Kante dann nach außen geht. Das sind jetzt die kleinsten, also die schmalsten von den Peel-Off-Stickern. So, ich habe jetzt hier alle Ränder angebracht. Ich habe hierfür ja einen sehr stark strukturierten Cardstock verwendet oder Papier verwendet. Deshalb war das ein bisschen ein Gefummel, weil halt da Höhen und Tiefen waren. Aber ihr könnt sehen, diese Sticker, die halten auch auf so einem Papier. Also das ist wirklich toll. Und ich finde halt einfach, wenn man jetzt so die Karte ansieht, es sieht halt einfach fertig aus. Also es sieht wirklich halt, es gibt dem Ganzen einfach die Illusion, als hätte man hier einfach noch mehr Lagen verwendet. Also gerade hier, da haben wir schwarz, dann haben wir dieses spezielle Papier, dann haben wir wieder eine schwarze, dann dieses normale Designpapier, dann wieder. Also es rundet halt das Ganze ab und die Möglichkeit von diesen verschiedenen Breiten von diesen Stickern. Und was ja auch noch dazu kommt, es gibt ja auch noch die geraden Sticker. Das heißt, man kann ja auch die wiederum kombinieren. Man kann mit verschiedenen Farben kombinieren oder mit verschiedenen Formen in der gleichen Farbe. Und das gibt halt dem Ganzen so ein, ja, es rundet das Ganze einfach ab, wie ich finde. Ich habe jetzt hier keinen Gruß drauf, weil ich noch nicht genau weiß, wofür ich die Karte verwenden werde. Ja, aber ich finde, die Karte, die kann man jetzt ja eigentlich für fast alle Gelegenheiten verwenden, weil sie ist ja ziemlich neutral von der Farbgebung her. Und das war mir jetzt halt in dem Video wichtig. Ich habe hierfür nicht sehr viele Sticker gebraucht, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier immer noch jede Menge Sticker drauf. Man kriegt viel aus so einem Stickerbogen raus. Und das hält, es hält auch auf wirklich stark strukturierten Papier. Jetzt. Es gibt noch etwas zu gewinnen. Und zwar müsst ihr hierzu dann folgende Dinge machen. Ich komme gleich dazu. Ich zeige euch erstmal, was ihr da gewinnen könnt. Ihr könnt nämlich gewinnen diese Box, diese Storage Box, gefüllt mit über 75 Stickerbogen. Und zwar von allen Stickerbogen, von allen Peel-Off-Stickern, die Lizzie bis jetzt rausgebracht hat. Das sind über 75.
Und die gibt es zu gewinnen. Und dazu müsst ihr ein paar Dinge erfüllen. Ihr müsst erstens alle diese Blogkopf-Videos anwählen und die jeweiligen Fragen beantworten. Ihr kriegt jetzt auch von mir eine Frage, die schreibt ihr bitte unter dieses Video in die Kommentare rein, also die Antwort dazu. Und die Frage lautet: Findet ihr Peel-Offs besser, wenn ihr sie individuell bestellen könnt, oder mögt ihr diese lieber in Bundles bestellen? Das ist die Frage und dafür müsst ihr mir in die Kommentare eure Antwort reinschreiben. Und dann könnt ihr auf die Links gehen von den anderen Designmitgliedern und dort deren Fragen beantworten. Die werden auf Englisch gestellt werden. Ich denke aber, es sind keine komplizierten Fragen. Das kriegt ihr hin, darauf zu antworten. Für alle Englischsprechenden werde ich es jetzt nochmal auf Englisch wiederholen. This is my question. Are peel-offs better individually or in bundles? Please let me know down below in my comments. Als nächstes, wenn ihr das dann gemacht habt, ihr müsst in ihre Facebook-Gruppe, ich werde euch auch die unten verlinken, da könnt ihr beitreten, wenn ihr nicht schon Mitglied seid in der Facebook-Gruppe. Und sie macht dort einen Post in dieser Facebook-Gruppe, wo sie das nochmal explizit auch dann schreibt mit diesem Gewinnspiel, mit diesem Giveaway. Und dort könnt ihr dann oder solltet ihr dann euren YouTube-Namen als Kommentar reinschreiben. Weil viele haben ja auf Facebook einen anderen Namen als vielleicht bei YouTube. Und wenn dem so ist, ist es einfach wichtig, dass ihr dort das reinschreibt. Weil dann kann sie nachkontrollieren, ob ihr bei allen Designteam-Mitgliedern eure Antwort reingeschrieben habt und halt dann auch bei ihr in dieser Love from Lizzy Facebook-Gruppe. So, wenn euch das jetzt noch nicht ganz klar ist, keine Angst. Ich habe wirklich alle Informationen nochmal in die Infobox reingeschrieben. Ich habe auch alle Links zu den verschiedensten Peel-Off-Stickern, auch zu den verwendeten Materialien von der heutigen Karte. Da ist alles mit drin. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt alles in Ruhe nochmal nachlesen. Ich denke aber, dass es sich für so einen Gewinn doch auch lohnt, da mitzumachen, weil es sind wirklich 75 Bogen. Also ich habe ja, keine Ahnung, mittlerweile 20, 30 Bogen und das ist schon wirklich viel. Und ja, gerade für alle die unter euch, die diese Peel-Off-Sticker gerne mögen, da würde ich diese Chance wirklich mehr packen und das versuchen, dass ihr das gewinnen könnt. Ich würde mich riesig freuen für euch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass auch dieses Video euch gefallen hat und ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Gerade auch diejenigen, die mich schon ein paar Mal drauf angesprochen haben, von wegen Schüttelkarte. Das ist so, wie ich die meisten Schüttelkarten mache. Es gibt noch andere Varianten von Schüttelkarten, aber das ist eigentlich meine meistgenutzte Schüttelkarten-Variante. Gut, ich wünsche euch eine ganz, ganz kreative Zeit und bis bald. Tschüss.